Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen monatlichen Daily Vlog. Wir sind im Juni und mit der Begrüßung haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen können mit Blick auf den vergangenen monatlichen Daily Vlog. Wie es wird, ich habe keine Ahnung. Wir hoffen alle das Beste und das sind schlechte Voraussetzungen. Also, let's go! Funktioniert wieder. Schrubbi, 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 schrubbi. Ihr findet doch nie einen Parkplatz. Essen Innenstadt, yo, was geht? Easy. Also als ich Kind war oder auch sonst, hat man sonntags nicht mit der Kreissäge die Nachbarschaft unterhalten. Ja, macht mal ruhig Pause, wenn das Video läuft. Das ist for real Sonntag, Leute. Es geht darum, dass wir alle gleich sind und ich das jetzt nicht machen darf. Es droht alles schon wieder ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, aber erwähnt werden sollte auf jeden Fall, dass wir Freitag noch in Essen waren. Wir haben eine Tour geplant und wir haben inzwischen jetzt übers Wochenende sogar eigentlich drei Touren geplant, aber wir haben eine gemeinsame Tour mit den Boys wieder geplant. Wir haben eine separate Tour gestern noch geplant für uns und Dennis und Easy waren am Samstag hier und für die haben wir jetzt auch nicht ganz geplant, aber ein grobes Gerüst für deren Tour zusammengeknüppelt und dann einfach den Grill noch ein bisschen angeschmissen. Vorher war ich am Samstag auch noch bei einem Umzug helfen, das war auch zum Glück schnell erledigt, aber mein Gott, Altbautreppenhäuser sind echt lang. Ansonsten schneiden. Ich bin endlich beim letzten Vlog der 360-Grad-Tour und habe noch ganz viele andere Sachen, die hier gemacht werden müssen. Und deswegen schmeiße ich mich jetzt wieder an den Schreibtisch, bevor es weiter wild wird, weil es gibt jetzt auch demnächst wieder viele andere Sachen, wo man on the run ist und so weiter und so fort. Also diese Tour ist wirklich absurd. Ich glaube, wenn da Wasser rausläuft, tut das nicht mehr. Also der tut's noch, aber der hat auch nicht mehr geleuchtet. Jetzt, du Himmel. Das erklärt einiges. Ups. Der hat Wasserkühlung. Deswegen bestimmt. Eieiei. Nun ja. Wie das aussieht, ey. Wenn das, keine Ahnung, 2 Jahre da oben hing. Eieiei. Ja, mal ein bisschen Ordnung machen. Mal ein bisschen umstrukturieren. Dann kommt das auch mal hier runter. Das sieht nämlich einfach auf Dauer usselig aus. Und hier was reinbauen habe ich auch keinen Bock. Sieht ja schon schlimm genug aus, wie es ist. Hier lustig. Das sind Frösche, weil der immer Frösche ist, der Groby.
Peoples, monatlicher Daily Vlog und ich schneide gerade fleißig an dem vom Mai und das jetzt gerade nicht, bis jetzt gerade vor ein paar Minuten, als ich das Haus verlassen habe. Da ist übrigens eine komplett freie Lücke, aber man muss wieder mitten auf der Straße stehen. Hier ist alles frei. Und der kommt halt echt erst so Mitte, Ende Juni, aber das war mir wichtiger, dass wir mit den Tourvlogs erstmal Gas geben, dass die weiter kontinuierlich 3-mal die Woche kommen. Das hat auch funktioniert. Wer hätte das gedacht? Vor allem, wenn man jetzt im monatlichen Daily Vlog Mai sieht, was im Mai alles passiert ist, macht das alles gar keinen Sinn mehr, dass wir überhaupt irgendwas hingekriegt haben. Und was haben wir denn heute überhaupt? Den 11., 12., 12. Juni schon. Ich werde jetzt für immer hier stehen bleiben, weil der vor mir nicht bis zur Haltlinie vorzieht, geschweige denn zur Sichtlinie und dann gar nicht sehen kann, ob da links irgendwas kommt und dann die Fußgängerin auch nicht gegangen ist. Das finde ich wirklich sehr spannend, also manche Leute. Und wir sitzen im Auto. Das bedeutet, wir tun wieder was. Und zwar fahren wir natürlich auf einen Freitag ins Ruhrgebiet, weil wir uns selber hassen. Der Alma Park, den haben wir euch auch schon ein paar Mal gezeigt, so ein Family Entertainment Center, wie es im Buche steht eigentlich. Hier werden noch die Spiegel an den PKW geklippt für den Wohnwagen, damit die wieder schön in der Mitte fahren können damit. Die eröffnen heute ihre neue E-Kart-Bahn. Zum Glück Indoor, denn es ist einfach Dauerregen und Usselswetter seit Tagen und heute ist wirklich richtig eklig. Eigentlich so Level, ich möchte gar nicht vor die Tür gehen, maximal zur Pommesbude mir einen Gyros-Teller holen und mehr passiert heute nicht. Aber da wir jetzt schon gearbeitet haben und wir keine Zeit haben und genug zu tun haben, fahren wir jetzt trotzdem dahin. Und das passiert jetzt, ja. Ich glaube, spannender wird es nicht. Die üblichen Geschichten, Stau. Also wir brauchen eine halbe Stunde länger als gestern Abend, als wir geguckt haben. Wir haben nicht tief in der Nacht geguckt, sondern nur was später. Gut, also nichts Neues, was man erzählen könnte oder zeigen könnte. Außer es passiert was unfassbar Außergewöhnliches. Dann melden wir uns natürlich. Bin auch dabei. Hallo. Ja Leute, wer ist da viel zu niedlich und geht ins Kühe streicheln, die am Straßenrand hier gerade sind und ich mal schnell angehalten habe, weil da jemand komplett in Love mit so süßen Kühen ist. Die kleine Uschi. Der Bro hat extra angehalten, damit ich mir die Kühe hier angucken kann. Hallo. Ich wollte gerade mal fragen, ob was schlimmer ist, dass man so parkt oder Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Ich sehe da nichts am Laden. Peoples! Ja, gestern, wann waren wir zu Hause? 11:30? So rum? Ja, also Alma Park, wirklich sehr gute Gastgeber. Ha! Geblitzt. Echt jetzt? Ja. Der links? Ich weiß, ja, wie soll ich? Wahrscheinlich schon. Genau, ich kann. Der Blitzer steht in der Mitte und links und rechts gehen die Spuren dran vorbei. Es macht ein Licht. Ich kann natürlich sagen, in welche Richtung das Licht gegangen ist. Wird auf jeden Fall den richtigen getroffen haben. Und es ist 60, wir fahren jetzt auch unter 50. Wir sind nämlich auf der A4 jetzt schon wieder unterwegs und es ging früh los und kurz vor 6 sind wir losgefahren und fahren jetzt zum Freizeitland Geiselwind, denn Soft Opening von Ravenmore ist heute, Aufwind Rides, neuer Dark Ride und das müssten wir uns ja natürlich angucken für euch und ja, war nicht geplant, passt auch absolut nicht in unser Zeitmanagement, aber ja, muss man ja trotzdem mitnehmen, ne? Nicht besser. Ich glaube, er war das, wenn er jetzt hier nicht fährt und gerade unbedingt durch die Baustelle knallen musste wie ein Gestörter. Aber der musste auch gerade hier rausknallen wie ein Gestörter, um auch wieder nicht zu fahren. Ich fahre 120. Bei manchen Leuten fragst du dich echt, was ist in deinem Kopf los? Wahrscheinlich nix. Genau, aber Alma Park haben wir schon ein Video zu gemacht. Richtig, richtig stark. Ich merke es jetzt auch in den Ärmchen, dass wir da
gut gepusht haben, aber es hat echt Spaß gemacht auf den E-Karts, die echt Durchzug haben. Ja, und jetzt fahren wir noch ein bisschen und dann sind wir gleich in Bayern wieder mal, natürlich. Was ist denn mit dir falsch? Nee, kann man nicht, okay. Dachte nur. Ja, wenn ihr mich doch mal mit dem zusammen seht, helft mir. So Leute, ach so, das ist der von dir angesprochene Graben. Ja. Deswegen war das so ein Bamp. Wir sind jetzt im Freizeitland Geiselwind gewesen und fahren jetzt wieder davon. Haben Ravenmore gemacht, richtig starker Dark Ride. Und mit dem Lutz ein bisschen gequatscht im Video und das alles getestet. Richtig stark. Video dazu gab es auf jeden Fall auch schon. Und haben jetzt nochmal so knappe 3 Stunden, die wir jetzt fahren zu unserem Hotel, wo wir übernachten werden. Und das ist, glaube ich, auch wieder mal im Harz, weil es morgen nämlich nach Hannover geht zur NDR Symphonie-Konzerthalle. Wie heißt das eigentlich? NDR Konzertsaal heißt das? Ja. Mit dem Symphonieorchester Hannover und dem Chor der Leibniz-Universität Hannover. Und wie gesagt, haben wir da noch 3 Stunden jetzt hin. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir sind halt auch um 5 Uhr da. Das ist jetzt auch nicht so früh. Und wir haben ja jetzt sehr früh in den Tag gestartet. Also wir können noch groß was machen, aber wir kennen ja auch die Rides jetzt hier in Geiselwind. Und wir kommen noch wieder, weil noch es kommen ja insgesamt 6 neue Attraktionen dieses Jahr. Und wir haben uns jetzt eine angeguckt. Und Aufwind-Rides werden ja auch noch ein paar Sachen hier machen. Das werden wir uns dann auch noch angucken. Dauert alles noch ein bisschen. Deswegen schieben wir das und fahren jetzt erstmal weiter. Uschi, du hast dein Ski vergessen. Was ist das? Also. Eins bis 8 ist oben, 9 bis 15 ist auch oben. Wieso ist das nicht 1 bis 15 oben? Ich hasse das. Deutsche Klimaanlage. Yep. Nope. Deutschland. Ist eigentlich, also in einem normalen Hotel? Für alle Uschi-Fans, Uschi hat die Route rausgesucht. Mal gucken. Ja, bitte, also. Und alle Uschi-Fans, wenn ihr den Schutz nehmt, findet ihr das gar nicht so witzig. Das ist hier Universal Studios Thüringen oder was? Das sieht echt so aus wie die Tram-Tour. Hört nicht mehr auf mich, Trottel, wir sind in Sachsen-Anhalt, ne? Oh. Sorry, Eisleben, aber das ist echt crazy.
Ich gucke nur noch Splitscreen. Also ich gucke eh nichts, aber also wenn ich wollte, wäre doof. Naja. Uschi, wie man sie kennt. Die war gestern Abend schon hier. Pfeffi? Nee, Pfeffi mag ich gar nicht. Du denkst, du parkst da hinten, weil du deine Ruhe haben willst, aber dann zu lang bist für diese letzte Reihe und quer stehen musst. Hier hätte es ja gepasst, aber da ist so kocht's. Ey, Regen ist jetzt echt doof. Leute, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und man fährt rechts in der Baustelle 80, wo 80 ist, da fliegen sie alle an dir vorbei. Jetzt ist eine einspurige Baustelle, die 12 Kilometer geht. Hier ist 100 erlaubt. Wir haben Sonntag, ich sehe bis zum Horizont keinen LKW logischerweise. Und selbst wenn, wir fahren jetzt gerade 79, wir hatten gerade auch nur 70. Was ist das immer? Also wirklich. Und ich schwöre, sobald das zweispurig wird, geben die Gas. Ja, Dennis kriegt heute nichts. Noch ein. Ja. Was machst du denn schon wieder? Mach mal an den Hobel. So, oh. Ja, guck mal, wie tief der ist, deswegen komme ich auch nicht raus. Ist so tief, Rüdiger. Jetzt melde ich mich auch endlich mal wieder im monatlichen Daily Vlog. Hat erst so gut geklappt, dann nicht und dann ist komplett Katastrophe geworden. Aber wir waren zuletzt, glaube ich, beim Sonntag, genau, dass wir nämlich in Hannover waren bei Crossers and Concert. Das habt ihr gesehen, dass wir da waren und ja, wir waren dann noch mal kurz abends ein paar Leuten in Hannover weg und waren 3 Uhr des Nachtens zu Hause. Was ein crazy Abend. Leider nicht genug Zeit gehabt, um mit allen von euch ausgiebig zu sprechen und bei Weitem nicht mit jedem gesprochen, der überhaupt da war und auch teilweise von Weitem Leute gesehen, die wir sehr gut kennen, die wir dann aber so nicht nochmal getroffen haben. Was fliegt denn hier schon wieder alles rum? Ja, krass viele Leute, so ich glaube 1200 Leute gehen da rein und die waren dann auch da und hatten alle eine richtig gute Zeit. Dazu wird es ein ausführliches Video geben. Wenn der monatliche Daily Vlog hier kommt, ist das, glaube ich, noch nicht fertig, weil es super viel Footage ist, was wir haben, weil wir auch bei den Proben waren.
Und das muss erstmal alles geschnitten werden, dann muss jeder mal drüber gucken. Dann müssen wir uns ein paar Goes einholen, damit wir eventuell ein bisschen was zeigen. Also wir können auf jeden Fall was zeigen. Wir haben schon Goes, aber noch nicht von allen Sachen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Dann haben wir Montag auf jeden Fall hart gearbeitet wieder. Und Dienstag hat die Uschi Geburtstag gehabt, am 16. Juni. Und da haben wir Uschis Wunsch erfüllt. Das war jetzt nicht der Wunsch, aber in den Burgers Zoo zu fahren nach Holland, im königlichen Burgers Zoo. Das haben wir gemacht und haben uns einen entspannten Tag zusammen gemacht. Und gestern Mittwoch war wieder Schneiden und Einkaufen für Uschis Geburtstag schon mal, was man so besorgen kann, was wir noch nicht alles vorher besorgt haben. Und wir haben ein anderes Fahrzeug. Das ist nicht der Raptor, der ist nicht eingelaufen, auch wenn es ja da so warm wird, sondern der Raptor hat seine Kilometer voll für die nächste Inspektion und das ist die letzte, die noch in der Garantie ist und das ist die 120.000 Inspektion und da könnte sein, dass da irgendwie die Bremsen vorne noch gemacht werden müssen und dann ist es dem Autohaus wichtig, weil es Ford wichtig ist, dass das alles pünktlich passiert und wir würden Sackhaaresbreite mit den Kilometern da reinrollen. Durch diese Geschichte mit Geiselwind und eine Geschichte, die Sonntag jetzt noch dazu gekommen ist, würden wir das auf jeden Fall, das wären so 3 Kilometer noch oder so, also es darf da nichts schief gehen, keine Umleitung oder so. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir uns leider jetzt ein Auto mieten, haben wir gemacht. Es sollte einfach ein Volkswagen Passat werden und ist jetzt ein Mercedes C-Klasse geworden, weil die stand jetzt da bei denen in Gladbach auf dem Hof und der meinte so, ja, ich vermiete den jetzt auch nicht mehr, weil wir haben den auch irgendwie 2 Tage, einen Tag vorher, Dienstag haben wir den gebucht und Mittwoch haben wir den schon abgeholt, genau. Und jetzt ist denen wohl klar, dass irgendwie fürs Wochenende, weil wir den Samstag wieder abgeben, keiner kommt und den noch haben will und für 8 € mehr pro Tag haben die uns das angeboten, wenn wir wollen, können wir den haben und dann fahren wir mal Stern. Fährt sich sehr gut, ist natürlich als Mietwagen in der niedrigsten Ausstattungsklasse, also zeige ich euch mal hier drin, also das ist natürlich cool, dass der das kann. Die American Kühlbox, warum fliegt da eigentlich alles so rum? Das Ding ist nämlich, das Teil hat keinen Strom. Der hat 3 USB-C-Anschlüsse, die irgendwo versteckt sind und auch eine Ladeschale fürs Handy und das war's. Hier hinten sind Zurpunkte, hier kannst du irgendwie noch einen Sitz reinpacken oder wie auch immer das aussieht. Ich habe keine Ahnung, oder das ist zum Sitz umklappen, die Knöpfe, wahrscheinlich eher das. Aber es gibt hier hinten keinen Strom. Was geil ist, unten drunter, hier wo kein Ersatzrad mehr ist, weil der hier das Reparaturkit hat, befindet sich ein Klappauto von Mercedes. Der ist in so einer Halterung, also so eine Klappbox zum Einkaufen. Die billigste Kacke eigentlich, aber Mercedes-Logo drin und es ist dabei und eventuell sogar in Wagenfarbe. Das könnte jetzt jede Farbe sein, deswegen weiß man das nicht. Genau, das einmal dazu. Wir sitzen im Auto, also das tun wir jetzt gerade nicht, wir haben gerade gepullert und sitzen im Auto, fahren jetzt nach Belantis, weil wir morgen nach Plön wollen müssen. Und wir schreiben gerade fleißig an den Fragen für das Quiz im Moviepark Germany am 4. Juli auf der Bühne, wo ihr hoffentlich auch beiwohnen werdet, weil wir das Quiz machen. Jo, also fahren wir weiter, weil wir nach Belantis wollen und das Quiz weiterschreiben müssen. Let's go! Das sind wir wieder, Leute. Belantis gerockt. Jetzt geht's wieder hier in den Benzer. Und dann geht's weiter, yo. Yeah.
America. So, Leute, haben wir erzählt, ja, wir haben kurz gesehen, dass wir Belantes verlassen haben. Wir sind zum Sonnenlandpark gefahren. Das ist der Park, den man nochmal von Autobahn sieht, mit dem Riesenrad, wo 4x3 Gondeln dran hängen. Haben wir besucht, haben wir ein Video zu gemacht, wird es auch geben. Und sind jetzt auf dem Weg zu unserem Hotel, weil wir sind ja morgen im Freizeitpark Plön. Ich wollte gerade aus hier rausfahren. Jetzt kommt der Letzte, der sich da noch rein... Sehen wir hier keiner, gar kein Auto. Genau, wir fahren ja dann morgen nach Plön zum Opening von Donnerwind, dem Mack Rides Water Coaster, Multi-Launch Water Coaster. Und fahren jetzt gerade zum Hotel, brauchen noch eine Stunde. Wir fahren über Land, das ist super spannend, man sieht wieder coole Sachen. Und haben hier gerade bei Elektro-Netto gehalten und haben Eiswürfel hinten in die Box reingeschmissen, weil das halt bei 32 Grad schon ans Limit geht, wenn da nur Kühlakkus und ähnliches drin ist und gekühlte Getränke, aber das reicht halt nicht aus. Aber Eiswürfel in Deutschland ist halt auch ein Business. Das wird auf Dauer ist nicht cool. Aber wir haben jetzt nicht auf die Box dabei, weil wir ja jetzt diesen Kühlschrank haben. Aber das Ding hat ja keinen Strom, das Auto. Also müssen wir das so machen. Dafür klappt es, glaube ich, ganz gut. Und Uschi hat sich noch einen Lockerschock geholt. Ich habe von zu Hause noch einen Eistee-Eisberg. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man weiß, man trinkt etwas später und das hat die Möglichkeit, dass man es einfriert oder dass einem das um die Ohren fliegt, dann kann man das auch machen. Wir fahren hier Raptor-Strecke ohne Raptor. Das ist echt blöd jetzt, ey, das Auto nicht dabei zu haben. Das ist so unfassbar ulkig. Cool. Man sieht die Ameisen daneben. Richtig cool. Wow. Wie süß gehst du bitte? Mein Freund. Cool. Weißt du, was du Tschüss. Das wirklich. Das hol dich ab, ne? Aber guck dir das an, das bewegt sich. Und hier auch die Ambientebeleuchtung stark. Richtig stark. Ich liebe das. Ja, es gibt keine Insekten mehr, die an den Scheiben hängen bleiben. Das ist nur von gestern. Also, ich weiß es ja nicht. Also, wir haben ein Problem. Safe, ja, aber irgendwie ist hier noch genug, was mir vor die Scheibe fliegt. Germany. AC, was ist mit euch? Ein bisschen Klima wäre schon gut. Vor allem. Oder wälzt die heiße Luft um. Aber wenn die viel zu heißen Hotelflure, die man so kennt, kühler sind als die Zimmer irgendwann, dann haben wir ein Problem. So, das tropft, es ist kalt, das ist gut. Crimson Cherry Apfel-Kirschgeschmack, eine Fanta haben wir gesehen bei Elektro-Netto und haben gedacht, du, das probieren wir doch mal, oder? Das klingt irgendwie gut. Und es ist kalt, das ist auch gut. Es gab auch einen Kühlschrank, aber trotzdem sehr apfellastig. Ja, stimmt. Ein milderer Apfel. Also wenn mir jetzt keiner draufschreiben würde, dass da Cherry drin ist, dann hätte es nicht geschmeckt. Ja. Na toll. Wir haben gut genächtigt, soweit man das jetzt so nennen kann. Und fahren jetzt erstmal zu einem Supermarkt und eventuell unterwegs noch zu einer Tankstelle, damit wir den Hobel auch mal tanken. Und dann geht es zum Freizeitpark Plön zum Opening von Donnerwind.
ist das wirklich so schön. Ja, voll schön. Mein Gott. Ich hab's drauf. Wo sich zwei Boote begegnen und man das Gefühl hat, dass man dem Gegenüber ein High Five geben kann. Als die Götter auf den Schwingen der Stürzen und ohrenbetäubende Weiß, da war es kühler als. Wenn es auch kein Preis wird, ne? Ist nix drin, ne? Nee. Germany. Germany, Zero Points. Was geht ab? So kalt hier in Deutschland bei 36 Grad mache ich Feuer und stelle mich davor. Du bist halt deutsch, ne? And that's the bottom line, the Stone Cold Saxon. Ob ich das noch kann? Naja. Noch ein anderes Auto, das ist ein Leben. Ist das nicht krass? 50 Shades of Grey in Autos. Das ist einfach kein Auto. Da hinten ist ein Glas. Das war's. Vielleicht Leute, die jetzt anzweifeln könnten, dass es sich gelohnt hat, einen eigenen Helm zu kaufen. Hi. Achtung, Spinnen-Content. Sagst du, nachdem du gezeigt hast, ne? Kannst du andersrum schneiden. Das ist ja beim Video. In your face. So, warte mal, ich mach mal ein Video, oder? Aber dann müssen wir es hochmachen. Warte mal. So. Jetzt sitzen die hier mit Erdbeermütze und einer Flasche Bier auf der Baustelle. Ik kom uit Holland, maar dat is geen Heineken. Maar... Ja, gut. Ben je in Nederland? Ja, ik ben Nederlands, ja. Nein, das Ranger steht bei uns gar nicht so hinten drauf. Das ist das Facelift. Aber wir haben auch keine 2 Ofenrohre hinten. Nee, das ist richtig. Dafür verbrauchen wir auch weniger. Nee. Das war auf jeden Fall wieder ein wilder Ritt bei Karls auf der Baustelle hier in Oberhausen. Ich
Brettchen. Wollte ich auf Seite kicken. Das war peinlich. Wow, jetzt habe ich mal die Uschi gemacht. 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, crazy. Und wir machen jetzt zum Auto. Wir haben nämlich noch Anschlusstermine, müssen weiter. Das ist ja unvorstellbar. Nur noch auf die Displays am gucken, die Leute heutzutage. This is the same procedure as every year. Ja, am besten so, dass du dich hinter dass das Auto vielleicht wenig raucht. Ja, ich fahre einmal den Kreis jetzt hier falsch rum und dann... Boah, ist das eine Luft. Boah, was ist das denn? Ja, Leute, also 2 Euro für ein Fläschchen Wasser hier nehmen, ne? Vor allem jetzt bei 36 Grad draußen. Ja, ich finde das wirklich schwierig, ey. So, Peoples, ja, ihr habt kurz gesehen, dass wir im Moviepark waren. Wir haben mit Purematic zusammen was gedreht. Ja, Purematic. Ich möchte aber, dass da ein S dran kommt, weil ich das nämlich immer so sage. Das klingt besser. Ändert das. Ändert euren Firmennamen für mich, damit ich es leichter habe. Und haben dann auch noch im Konfi was besprochen, was wir auch jetzt schon gespreadet haben und was, wenn ihr dieses Video seht, noch nicht stattgefunden hat. Das, wenn ich das vernünftig schaffe, das fertig zu schneiden und hochzuladen. Denn am 4. Juli, den Samstag, feiert der Moviepark Germany 30-Jähriges mit einer großen Feier. Und es wird das Ride Review Moviepark Quiz geben auf der Bühne. Ihr könnt da teilnehmen und könnt coole Preise gewinnen und viel Spaß haben. Und ich hoffe, dass der eine oder andere mitmacht, sonst müssen wir irgendwie improvisieren. Aber ihr könnt da, also jetzt kommt nicht und meldet euch nicht, damit ihr seht, was passiert, wenn wir improvisieren. Aber ich glaube, es gibt schon genug Leute, die Bock haben. Wir haben echt coole, spannende Fragen vorbereitet. Genau, das haben wir dann auch noch besprochen, wie es genau ablaufen soll. Und jetzt sind wir noch mal 1,5 Stunden mit dem Auto Richtung Norden gefahren, die A31 einfach weiter hoch. Aus dem Grund, dass wir ja diese Strecke heute schon gefahren sind. Jetzt wären wir die Strecke nach Hause gefahren und wären diese gleiche Strecke morgen noch einmal gefahren, plus 1,5 Stunden mehr. Also wir wären einfach 3 Stunden sinnlos Auto gefahren. Und vor allem eine katastrophal schreckliche Strecke, die wirklich nicht cool ist, vor allem weil das Kreuz Kaiserberg dazwischen ist und bei dem Wetter alle noch bekloppter fahren als sonst. Wobei ich nicht weiß, ob, eventuell habe ich das nicht mitbekommen, das Rechtsfahrgebot, ist das aufgehoben und 2,10 Meter mit Spiegeln sind auch irgendwie größer, als ich mir das irgendwie vorstellen kann. Wenn ich deinen Außenspiegel mit der Hand berühren kann, bist du zu breit auf der linken Spur in der Baustelle. Aber Argumente sind bei so Fahrweisen, ich habe 2 Augen, ich fahre 120, das ist meine Versicherung und damit nicht dein Problem. Deine Versicherung übernimmt nichts, was mein Leben betrifft, Digga. Das ist meine Zeit auf dieser Erde, die du mir dann raubst. Kleine kurze Beispiele. Wir sind nämlich jetzt hier hochgefahren, weil wir morgen in Schloss Dankern sind. Die Eröffnung von ABC Rides, den Trackless Tracker. Die Traktorbahn von ABC Rides haben wir euch ja, also es gibt ja die klassische, die ihr von Karls Erlebnisdorf kennt. Karls Erlebnisdorf haben wir auch gestern das in Oberhausen schon besucht und ich lade gerade das aus Wernigerode hoch. Und genau, das wird morgen geöffnet, das gucken wir uns an, weil wir ja auch in der Schweiz waren bei ABC und da den Testaufbau euch in einem Video gezeigt haben. Wenn nicht verlinkt, also ihr habt das schon gesehen, ich verlinke euch das dann, wenn ich das Video hier schneide, dann gerne da oben nochmal. Genau, und das gucken wir uns morgen an und deswegen sind wir dann jetzt weiter durchgefahren.
Und jetzt schneiden wir gerade noch, machen Grafiken, arbeiten und das noch eine knappe halbe Stunde. Und dann fahren wir zum Abendessen und treffen uns mit der BC Rides. 5 Minuten von hier in deren Hotel. Möchtest du was sagen? Als wir letztes Mal irgendwo waren, ich glaube, das war, als wir in Wernigerode waren, da in der Ecke, da haben wir irgendwie so 2 weirde Friseurnamen gesehen. Und ich kann mich noch an Chameleon erinnern. Das war wirklich, what the hell? Was ist denn mit euch? Also man kennt ja Haarscharf oder Charisma. Aber Chameleon habe ich noch nicht gesehen. Und da war noch irgendwas. Kannst du dich da noch erinnern? Mist, ey. Das war aber über Land zum Hotel. Über Land zum Hotel in Sachsen muss das gewesen sein, irgendwo auf der Strecke. Das ist das Witzige, weil da sieht man halt auch wirklich Sachen. Und das wollte ich euch irgendwie nicht vorenthalten, weil mir jetzt gerade wieder dieses Chameleon eingefallen ist. Ich versuche noch mal nachzudenken, was wir da hatten. Weil es ist wirklich, die Kreativität nimmt kein Ende. Also wie bei Bars, die Sonderbar oder Austauschbar. Und die S-Bar immer ganz Die S-Bar, ja, genau. Ja, das wollte ich noch sagen. Schmeckt das auch wie Moorwasser? Das ist lecker. Ich weiß ja nicht mal, in welcher Stadt wir sind. Ja, wir müssen Zeit überbrücken oder dürfen Zeit überbrücken. Und haben jetzt einen kleinen Stopp, du kommst im Wasser. Und ich hoffe, dass du noch mal von der Brücke springen willst. Beschwörst du gerade das Glas? Nee, ich musste lachen und hatte Angst, dass ich es ausspucken muss. In Obermountain. Der Park heißt Obermountain? Ja. Nein. Einfach nein. Kramer Autos. Grüße gehen raus an Simon. Schöne Grüße. Alles Liebe, alles Gute. Man kann wieder rausgehen. Das nutzen wir natürlich, um Leergut wegzubringen. Dieses Video wird Ihnen nicht präsentiert von Coca-Cola. Die Rolle ist einfach doof. Doof ist es. Wir haben nämlich ein bisschen was an Leergut, weil ich habe ja meinen Geburtstag gefeiert. Also es wurde getrunken. Mehr. Nur Cola. Nein, das ist von vorher auch noch. Dann jetzt Kino.
Peoples, also, wir haben vieles, über das wir jetzt noch kurz sprechen müssen. Holt euch was zu trinken, am besten ein Holy, ob Energy, Hydration oder Milkshake, ist relativ egal. Es gibt aber neue Coffee Milkshakes. Hier Haselnuss und Karamell Coffee. Check das out. Also die Charakter sind immer richtig cool, ne? Das gibt's irgendwie seit heute könnt ihr das bestellen. Und Coffee Latte gibt es natürlich auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze schmeckt, denn ich trinke keinen Kaffee. So gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, was ich schon mal erzählt hatte, aber das als Update für euch, wenn ihr kaffeesüchtig seid, könnt ihr euch da jetzt auch einen shakern. Und theoretisch eröffnet morgen Ravenmoor im Freizeitland Geiselwind. Und ein paar von euch haben ja gesehen, dass wir ein Video zu Ravenmoor gemacht haben, zusammen mit Aufwind Rides. Und das war 2 Stunden online und dann nicht mehr. Und das hatte den Grund, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten gab. Da haben 2 Parteien aneinander vorbeigeredet und ich habe die falschen Informationen bekommen und jetzt bekomme ich gar keine Informationen mehr, denn es ging halt dann auch so ein bisschen darum, dass wir das euch trotzdem noch zeigen können, dann vielleicht in einer abgewandelten Version oder in der Version, die online war, zu einem späteren Zeitpunkt. Das hat sich bis heute nicht geändert und ich bekomme keine Antwort mehr. Das ist spannend. Vielleicht gibt es das Video demnächst, vielleicht auch nicht. Also Freizeitland Geiselwind hat mal eine Attraktion geschaffen, die wirklich richtig, richtig stark ist, ein sehr hohes Niveau hat und möchte das irgendwie nicht zeigen. Verstehe ich nicht. Das auf jeden Fall dazu. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn da noch was geht oder ihr seht es hier auf dem Kanal. Ihr habt den hoffentlich auch abonniert, den Kanal. Wenn nicht, ist das jetzt die Aufgabe von euch, das zu tun. Es kostet euch nichts, hilft uns aber und ermöglicht auch viele spannende Einblicke, die ihr auch jetzt die letzten Wochen hier bekommen habt und auch noch bekommt. Ihr habt ja auch viele Eröffnungen gesehen, viele Backstage-Reportagen kamen jetzt die letzten Tage. Also diesen Monat waren halt viele Eröffnungen, wo wir auch waren und viele krasse Einblicke sind jetzt irgendwie wieder gewesen. Ja, also das hilft auf jeden Fall, das mehr zu machen. Das wird sich auch dann immer gewünscht, dass ihr das mehr sehen wollt. Wenn ihr uns sehen wollt, nicht nur jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video, kommt ihr am 4. Juli, jetzt Samstag, in den Moviepark Germany, denn die feiern ja 30-Jähriges, haben da ihr großes Event. Und ich bin guter Dinge, dass es etwas besser wird als das im Toverland. Da habe ich sehr viel Negatives gelesen. Ich habe aber keinen Plan, wie es jetzt da wirklich gewesen ist. Wir waren nicht vor Ort, hatten da keine Zeit. Und Folgendes. Es gibt ein Ride-Review-Quiz, aber mit Quizfragen zum Moviepark Germany. Das machen Uschi und ich auf der Bühne beim NYC Plaza später Nachmittag. Also kommt rum, wird, glaube ich, ziemlich witzig und ihr könnt auch teilnehmen und richtig coole Sachen gewinnen. Also das lohnt sich und wird, glaube ich, unterhaltsam. Was ich nicht so unterhaltsam fand, war das, was Pro7 bei TAF fabriziert hat, beziehungsweise lief das heute wohl auch noch mal im Frühstücksfernsehen. Wir waren ja im Freizeitpark Plot bei der Eröffnung von Donnerwind und die waren auch zur Eröffnung von Donnerwind und haben da ihr eigenes Süppchen gekocht. Und irgendwie, die haben es ja auch, man hat es ja auch schon gemerkt, so dass als wir befragt wurden, dass es irgendwie in eine komische Richtung die ganze Zeit tendenziell geht und dann nochmal eine Frage zu Donnerwind einstreuen und dann nochmal abzubiegen und dann einen komischen Zusammenschnitt zu machen über witzige Attraktionsnamen, die jetzt okay lustig sind, aber ich bin auch wieder fasziniert, welche Experten mit vor Ort waren, die vieles davon noch nie gehört haben. Auch spannend, aber ja, komisch zusammengeschnitten. Das, was im O-Ton über uns gesagt wird, haben wir denen so nicht gesagt. Boah, ey, also ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob die wirklich alle so wenig Skill haben, aber jedes Mal, wenn so Freizeitpark-Kontext im Fernsehen läuft und da wirklich Quatsch erzählt wird, verliere ich den Glauben daran, dass ich überhaupt irgendetwas glauben kann, was im Fernsehen läuft, weil das muss ja alles falsch sein dann. Oder nicht, ich weiß es nicht. Im Fernsehen lief auch gestern, ja, also es stand jetzt gestern, Fußball. Ist ja gerade WM in den USA. Habe ich auch ein Video zu gemacht, welches Fußballstadion der WM hat denn welchen Freizeitpark direkt daneben. Also direkt daneben ist da teilweise wirklich direkt daneben und die teilen sich einen Parkplatz und du gehst 3 Minuten zu Fuß. Und wir haben gestern das erste Mal ein Spiel dieser Weltmeisterschaft wirklich gesehen, weil wir noch draußen saßen, noch was gemacht haben und dann haben wir es einfach mal laufen lassen. Und da habe ich gemerkt, warum ich keinen Fußball gucke, weil das macht ja keinen Spaß, sich das anzugucken. Das war ja wirklich unerträglich und das wirklich komplett frei vom Ergebnis, sondern einfach, nee.
Also ich weiß ja nicht, wie ihr das empfindet, aber ich war da raus. Merchandise haben wir neu. Und haben wir auch ein paar Sachen gezeigt in Insta-Stories. Wir haben neue Designs am Start. Wir haben auf Wünsche von euch gehört und das könnt ihr jetzt auch alles ordern. Ihr kennt das inzwischen, glaube ich. Verschiedenste Designs auf verschiedensten Shirtfarben könnt ihr kombinieren. Und wenn ihr das aber jetzt zeitnah noch haben wollt, müsst ihr da ein bisschen Gas geben, denn in Kürze geht der Shop wieder quasi in den Warteschlangen-Modus und es steht an für die nächste große Attraktion, um neue spannende Videos zu machen. Also da vielleicht Gas geben, wenn ihr Bock habt. Und ich packe euch auch noch einen Link zu Vinted in die Videobeschreibung. Uschi hatte mich einiges an Spirit Jerseys von Disney aussortiert, die sind da drin. Und ein paar Kleider sind noch da drin. Weihnachten kommt wieder, Leute. Ich sage euch, das ist nur, weil es jetzt nicht ist. Und ich habe auch kameramäßig ein bisschen was aussortiert. Und wer noch eine crazy GoPro mit super viel Zubehör und vielen Akkus und alles braucht und haben möchte, zum Beispiel, oder andere Sachen, checkt das auch mal aus. Weil ich habe nicht die Möglichkeit, jetzt mit jeder Kamera den ganzen Tag rumzurennen. Deswegen habe ich ein bisschen aussortiert. Das haben wir. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und ansonsten haben wir es, glaube ich. Wir waren jetzt die letzten Aufnahmen noch beim 30. von meinem Cousin. Da war richtig cooles Catering. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich glaube, der kommt aus dem Raum Stuttgart. Packe ich euch auch einen Link in die Videobeschreibung. Müsst ihr mich daran erinnern. Und dann haben wir, glaube ich, alles und haben sonst, soweit es ganz gut hinbekommen, in diesem monatlichen Daily Vlog alles immer relativ bei Zeiten zu erzählen und sind auf verschiedensten Eröffnungen gewesen, haben verschiedenste Backstage-Sachen gemacht und sind verschiedenste Autos gefahren und der Juni ist einfach wirklich dahin geflogen. Das ist echt krass. Was war da schon wieder los? Und jetzt starten wir in den Juli morgen. Was kommt da schon wieder auf uns zu? Werden wir erfahren, jeden Tag um 18 Uhr oder was weiß ich wann. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr eure Zeit uns geschenkt habt und euch dieses Video gerade angeschaut habt. Bis morgen, 18 Uhr. Das ist übrigens noch harmlos, das geht die ganze Zeit hier so ab.